Unsere Gesellschaft befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, der von zunehmender Konnektivität, ökologischem Bewusstsein und Individualisierung geprägt ist. Beim 30. Aachener Werkzeugmaschinen-Kolloquium diskutieren wir mit Ihnen, wie die Fertigungstechnik diesen Herausforderungen begegnen kann und welche Rolle Fertigungsdaten dabei spielen. In dem AWK wird es darum gehen, wie verbinden wir Modellierung, Simulation mit Daten, die ich aus der realen Fertigung erzeugen kann bzw. akquirieren kann, um daraus sogenannte Greybox-Modelle aufzubauen. Und dieses Zusammenspiel, wir nennen das dann den digitalen Zwilling des Bauteils, das versuche ich auf meinem Vortrag insbesondere zu adressieren und daraus auch den Nutzen, der sich für produzierende Unternehmen ergibt, herauszustellen. Um den Nutzen des digitalen Zwillings in verschiedenen produktionstechnischen Disziplinen sichtbar zu machen, wurden am Werkzeugmaschinenlabor und Fraunhofer Institut für Produktionstechnologie 4 verschiedene Inkubatoren für unterschiedliche repräsentative Fertigungsszenarien aufgebaut. Bei der Fertigung sicherheitskritischer Triebwerkskomponenten werden am WZL und IPT Fertigungsdaten durch Nutzung der 5G-Technologie übertragen und mit Prozessmodellen verknüpft. So können die komplexen Prozesse besser verstanden und die Bauteilqualität schon während des Prozesses vorhergesagt werden. Wir diskutieren das 4. industrielle Zeitalter jetzt schon seit mehr als 10 Jahren. Und immer noch gibt es keine Lösungen, die uns wirklich sehr tief in den Prozess hineinblicken lassen. Das heißt, unsere Produktion ist nach wie vor eine Blackbox. Vor allem aber bei sehr teuren und sicherheitskritischen Komponenten, wie sie in der Triebwerksindustrie Standard sind, haben wir einen extrem hohen Bedarf an Prozessstabilität. Hierbei hilft uns der digitale Zwilling, über Daten das zu beschreiben, was wirklich im Prozess in der Fertigung passiert. Für Getriebekomponenten wird am WZL und IPT die Anwendbarkeit des digitalen Zwillings für eine vollständige Rückverfolgbarkeit und Prognosefähigkeit der Prozesskette erforscht. Fertigungs- und Betriebsdaten werden in den einzelnen Prozessschritten aufgenommen und zentral gespeichert. Die Daten können visualisiert oder für weitere Analysen verwendet werden, zum Beispiel als Eingangsgrößen für Fertigungssimulationen. So sind Bauteile rückverfolgbar und reale Messungen können teilweise entfallen. Durch die Verknüpfung von realen Fertigungsdaten und wissenschaftlichen Modellen werden die Prozessfähigkeit gesteigert und Kosten reduziert. Im Werkzeugbau werden digitale Zwillinge genutzt, um Prozessketten hochflexibel und adaptiv auszulegen. Hierfür sind eine systematische Klassifizierung komplexer Bauteile und eine gesteigerte Prognosefähigkeit einzelner Prozessschritte hinsichtlich Bearbeitungszeit und Ergebnisqualität notwendig. Ziel ist es, so die Flexibilität und Leistungsfähigkeit in der Unikatfertigung zu steigern. Turning Data into Value heißt auch neue datengetriebene Geschäftsmodelle. Für den Großserienprozess Feinschneiden wird am WZL ein Datenmarktplatz aufgebaut, in dem für jedes gefertigte Feinschneidbauteil ein digitaler Zwilling gekauft werden kann. Dabei können unabhängige Maschinen über Machine-to-Machine-Communication den Wert des Datums aushandeln. So werden Daten zu wirtschaftlichen Gütern, mit denen in einer Datenökonomie gehandelt werden kann. Diskutieren Sie mit uns die Herausforderungen der Fertigungstechnik im Kontext der Industrie 4.0 beim 30. AWK in Aachen. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen die Produktion der Zukunft zu gestalten.